damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr seht es vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund. Ich habe es möglichst probiert zu verstecken, aber das Studio befindet sich noch immer in Umbauarbeiten. Ich warte jetzt seit 3 Wochen auf die bestellten Materialien und die kommen einfach nicht aufgrund Lieferengpässen. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen abgefuckt, wollte euch aber nicht ganz ohne ein Video am Sonntag nach Hause schicken. Deswegen habe ich heute nur eine Kleinigkeit für euch aufbereitet. Und zwar möchte ich euch einmal 2 Plugins vorstellen, die ihr zurzeit kostenfrei erwerben könnt. Es handelt sich einmal um den Trash Lite von iZotope. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Distortion-Plugin, das ihr wirklich vielfältig im Mix anwenden könnt. Und einmal den Match EQ von IK Multimedia. Mit diesem Equalizer könnt ihr einen Referenzsong analysieren und dann euren Mixdown in die Richtung dieses Referenzsongs drücken. Daher probiert den Frequenzbereich einigermaßen zu emulieren mit ganz, ganz vielen kleinen EQ-Bändern und so könnt ihr quasi euren tonalen Mix an eure Referenzquelle anpassen. Ich habe für euch eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein und gucken uns die beiden Plugins mal an. Let's go! Von der Trash Lite Variante gibt es auch eine kostenpflichtige Pro Variante, die noch zusätzliche Features freischaltet, wie beispielsweise eine Multiband-Verzerrung. Das brauchen wir jetzt aber heute mal nicht. Wir wollen eine gleiche Verzerrung entlang des gesamten Frequenzspektrums haben. Und das Schöne, was ich bei iZotope Plugins finde, ist, wenn ihr mit der Maus, ihr seht schon im Hintergrund, über einen Regler drüber geht und die Maus ein bisschen drauf haltet, dann erhaltet ihr auch Tooltips, was dieser Regler macht. Einmal ganz kurz so zur Oberfläche des Plugins. Wir haben hier die Möglichkeit, den Grad der Verzerrung einzustellen. Wir können mit der Tiltkurve entscheiden, ob wir mehr der tiefen Frequenzen in das Plugin reinschicken möchten oder verstärkt die hohen Frequenzen. Wir haben einen Mix-Knob, worüber wir das ganze Input-Signal hier nochmal regulieren können. Ihr seht schon im mittleren Bereich, wie sich diese Verzerrungskurve dann dementsprechend auch verändert. Ihr habt immer 4 verschiedene Verzerrungstypen, in denen ihr dann natürlich euren Regler schieben könnt, je nachdem welchen Verzerrungstyp ihr eher haben wollt. Was auch ein ziemlich cooles Feature ist, ist dieses Viereck hier oben, wo quasi random neue Verzerrungstypen generiert werden. Wenn ihr einfach mal keine Idee für einen Effekt habt und euch irgendwie ein bisschen inspirieren lassen wollt, dann könnt ihr den hier einfach mal durchschalten und gucken, wie das Ganze klingt, weil hier wirklich sehr, sehr coole Effekte entstehen können mit der Funktion. Ansonsten das Wichtigste für mich finden wir hier rechts unten, das ist der Input-Knob und der Output-Knob, wo wir quasi wieder die Lautstärkeverhältnisse herstellen können, dass wir keine Lautstärkeveränderungen wahrnehmen, dass das Signal, was reingeht, auch genauso laut ist, wenn es aus dem Plugin wieder rauskommt. Meistens fügt Verzerrung ja Lautstärke hinzu und das Ganze wollen wir natürlich verhindern, dass wir so starke Lautstärke-Schwankungen haben. Ihr habt aber auch eine Auto-Gain-Funktion, die das quasi dann automatisch für euch kompensiert. Und ihr könnt sogar noch einen Limiter reinschalten, der dann eine bestimmte Art von Kompression zum Signal dazu fährt. Also wir haben auch in der Lite-Variante eigentlich für den Distortion-Plugin sehr, sehr viel Einstellungsmöglichkeiten. Und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen mit dem Plugin spielen und rumprobieren, was wir mit der Stimme machen können. Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen. Über eine Shisha-Bar in paar Probleme. Doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln. Und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt, in meinen Genen. Und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen. Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen. Also die Stimme klingt schon deutlich präsenter, wird natürlich auch dadurch lauter, dass wir sie in diese Verzerrung reinschicken. Ich mache jetzt mal die Auto-Gain-Funktion an und wir gucken mal, wie das dann klingt, wenn das Lautstärke technisch kompensiert wird. Über eine Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln. Und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt, in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen. Also es klingt ein bisschen mehr crunchy einfach, so gerade in dem mittleren Frequenzbereich. Finde ich schon ein relativ cooler Sound. Ich würde jetzt mal einen anderen Verzerrungstyp auswählen. Und zwar liebe ich ja bei iZotope bzw. im Ozone Preset den Tape-Emulationstyp und den würde ich mir jetzt auch ganz gerne mal anhören, wie der hier in Trash klingt.
Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen. Über ne Shisha-Bar in paar Probleme. Doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln. Und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt, in meinen Genen. Und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen. Also der fokussiert sich deutlich mehr auf die Höhen und oberen Mitten auf jeden Fall. Gefällt mir aber schon relativ gut. Wir können auch den globalen Mix noch benutzen, um das Plugin allgemein etwas weniger bzw. mehr zum Signal dazu zu fahren. Den finden wir hier oben. Das ist auch nochmal relativ cool gemacht, dass man dann quasi alle Funktionen des Plugins mehr oder weniger zum Mix dazu fahren kann. Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Global auf 70 bzw. 60% hat es mir jetzt sehr, sehr gut gefallen, da der Effekt ein bisschen subtiler ist, aber man immer noch diese leichte Verzerrung hört. Heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen. Über ne Shisha-Bar in paar Probleme. Doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln. Und auch also sehr, sehr geil, dass wir das Plugin so auch quasi in Parallel nutzen können an der Stelle. Also für das erste Free-Plugin ein absoluter Win. Für alle, die noch kein Distortion-Plugin im Arsenal haben, schlagt hier auf jeden Fall zu. Ich meine, es ist kostenlos. Probiert es aus. Wenn euch das nicht gefällt, habt ihr auch kein Geld verloren. Aber ich würde denen auf jeden Fall an eurer Stelle eine Chance geben. Machen wir weiter mit dem zweiten Plugin und das ist der MagicQ von IK Multimedia. Das Plugin hat eigentlich alle Funktionen im Arsenal, die wir von einem MagicQ erwarten. Beispielsweise Ozone 11 hat auch ein MagicQ und das Plugin hat die gleichen Funktionalitäten. Wir können ja quasi getrennt anpassen, ob wir uns nur der EQ-Kurve nähern wollen und wie stark wir das Ganze machen wollen oder ob wir uns auch gegebenenfalls der Lautstärke der Referenzquelle anpassen wollen über den zweiten Regler auf der rechten Seite. Das heißt, nachdem das Plugin analysiert hat, auf was für einen Song wir hinarbeiten wollen und wo unser Song gerade steht und es uns dann automatisch einen Vorschlag macht, wie unser Song anzupassen wäre, können wir quasi auch noch händisch konfigurieren, wie stark diese Anpassung vorgenommen werden soll und wie laut der Song gemacht werden soll, um der Referenzquelle so nah zu kommen, wie es nur geht. Also wirklich relativ umfangreich das Ganze. Im ersten Schritt müssen wir jetzt aber erstmal dem Plugin sagen, was für ein Referenzsong es analysieren soll. Und hier haben wir die Möglichkeit, im oberen Bereich des Plugins sozusagen 3 verschiedene Referenzsongs hinzuzufügen. Wir können dann also immer zwischen 3 Songs hin und her schalten und gucken, welche Quelle schmeichelt unseren Song am meisten. Ich habe jetzt den Song von Raf Kamora vom letzten Album mir reingeladen, der vom Mixdown her mir persönlich am besten gefallen hat. Und jetzt sage ich dem Plugin im ersten Schritt einfach nur, lerne mal die Referenzkurve und im Anschluss wird mir der Frequenzbereich des Referenzsongs einmal grafisch aufbereitet, sodass ich auch schauen kann, okay, wo liegen die Kernelemente, die Kernfrequenzen meiner Referenzquelle. Im zweiten Schritt lasse ich das Plugin jetzt mal über meinen Song hören. Das bedeutet, ich muss das Plugin auf jeden Fall auf den Mastering-Bus legen, dass er den gesamten Mix einmal abhören kann und dann dementsprechend grafisch aufbereiten kann, wo unser Frequenzschwerpunkt des eigenen Songs gerade liegt. Das Ganze werde ich jetzt mal im Hintergrund laufen lassen. Hängen mit den Jungen Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaube, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Im Plugin sehen wir jetzt auch schon, dass wir frequenzseitig relativ nah an dem Originalsignal liegen, wo wir auch hinwollen. Das Einzige, wo wir noch deutlich drunter liegen, ist die Lautstärke. Das bedeutet, wenn wir dem Plugin jetzt sagen, alles klar, match uns Referenzsong und den eigenen Song, wird er hier auf jeden Fall ordentlich Lautstärke reinboosten. Das Ganze macht das Plugin auch unfassbar clean, also wenn ihr auch ein bisschen Lautstärke aufholen wollt, könnt ihr das gerne auch mit dem MagicQ von IK Multimedia machen. Das hat wirklich einen sehr, sehr sauberen Klang. Ich werde jetzt aber mal die Match-Funktion drücken, dass er quasi einen automatisierten Angleich macht und werde das Leveling aber wieder rausnehmen, sodass wir keine Lautstärkeverzerrungen haben, weil ihr den Song jetzt hier schon ordentlich aufgedreht habt. Ihr seht's, ne? Den ziehe ich jetzt hier mal runter und wir hören uns jetzt nur mal das Ergebnis an, wie das reine Frequenzmatching passt.
Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Also ich persönlich finde, dass es jetzt einen kleinen Ticken zu spitz klingt, da er in den Höhenbereich und gerade in den oberen Mitten stark geboostet hat. Ich nehme jetzt mal das Matching des Frequenzbereichs ein bisschen raus und gucke mal, ob es mir dann besser gefällt. Also wir justieren das Ganze jetzt händisch nach. Kommt von der schiefen Wand und krummen Wegen. Über eine Shisha-Bar ein paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln. Und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt, in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Also ich muss gestehen, mir persönlich wäre es jetzt ein klein bisschen zu harsh. Also die oberen Mitten und die Höhen gefallen mir nicht. Wäre jetzt kein EQ-Match, den ich in meinen Mixdown einbinden würde. Aber das liegt natürlich auch an der Referenzquelle, die ich gewählt habe. Vielleicht hat es doch nicht ganz so gut gepasst an der Stelle. Und das waren auch schon die beiden Plugins, die ich euch heute im kurzen Rahmen mal vorstellen wollte. Ich verlinke euch die beiden Plugins, wo ihr sie bekommen könnt, einmal unten in dem Beschreibungsfeld drinne. Und dann schreibt mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare, ob ihr eins der beiden in euren täglichen Workflow einbauen konntet und wie ihr die beiden Plugins findet. Ich persönlich werde in Zukunft mal ein bisschen probieren werden, mit Trash Lite rum zu experimentieren. Die Pro-Version habe ich mir nicht gekauft, da ich schon das ein oder andere Distortion-Plugin habe, das ich nutze, mit dem ich mich auskenne und jetzt nicht in was komplett Neues reinarbeiten muss. Also das wird eher so ein bisschen experimentell bei mir. Ansonsten möchte ich mich nochmal bei euch für den Wachstum in den letzten Monaten bedanken. Ich werde mir als Ziel dieses Jahr nehmen, die 1000 Abonnenten zu knacken. Ich denke, das wird drin sein. Ich probiere weiterhin wöchentlich für euch Videos hochzuladen. Ich suche auch gerade noch nach anderen Content-Ideen, die ich euch bringen kann. Vielleicht werden wir es in Zukunft so machen, dass ich am Sonntag ein Video hochlade und einmal während der Woche, also innerhalb der Woche an einem Mittwoch oder Dienstag vielleicht live streame, weil mir dieser direkte Austausch mit euch echt gut gefallen hat beim letzten Livestream. Schreibt mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare, ob ihr noch Content-Ideen habt, ob ihr noch irgendwas anderes sehen wollt, Video-Ideen habt. Ich habe zwar noch eine ganze Liste von euch, die muss ich unbedingt bald abarbeiten. Ich hoffe, dieses gesamte Studio wird in naher Zukunft fertig, dass ich mich wieder näher an die Videos dran setzen kann und euch das Ganze aufarbeiten kann. Ansonsten bleibt mir nicht mehr übrig, als jeden von euch noch einen wunderschönen Sonntag zu wünschen, einen richtig guten Start in die Woche morgen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, euer Jeff.